Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch ein Rezept für einen einfachen Erdbeerkuchen. Für den Erdbeerkuchen nehme ich 800 Gramm Erdbeeren. Die habe ich schon gewaschen und jetzt entferne ich die Blätter und schneide sie je nach Größe in Viertel oder Hälften. Dann bestreue ich die Erdbeeren mit einem Esslöffel Zucker und lasse sie durchziehen. Den Backofen heize ich auf 180 Grad vor und bereite den Teig zu. Für den Tortenboden verrühre ich zunächst 120 Gramm weiche Butter, 120 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker, 3 Eier und eine Prise Salz. Jetzt gebe ich 140 Gramm gemahlene Mandeln, 40 Gramm Mehl, und 2 Teelöffel Backpulver hinzu und verrühre die Zutaten, bis das Mehl untergehoben ist. Dann fülle ich den Teig zügig in die Backform und backe ihn ca. 30 Minuten. Nach dem Backen lasse ich den Tortenboden in der Backform abkühlen und bereite die Creme vor. Dafür schlage ich zunächst 100 ml kalte Schlagsahne mit 2 Teelöffel Sahne fest steif. Als nächstes gebe ich 200 Gramm Creme fraiche hinzu, stattdessen kannst du aber auch Schmand verwenden. Zu der Creme gebe ich noch 2 Teelöffel Vanillezucker, 40 Gramm Puderzucker, 2 Teelöffel Sahne steif und etwas Zitronenabrieb. Die Zutaten verrühre ich nun zu einer klumpenfreien Masse und dann setze ich auch schon den Kuchen zusammen. Dafür lege ich den Tortenboden so auf die Tortenplatte, dass die glatte Seite oben liegt. Damit der Kuchen einen schönen glatten Rand bekommt, lege ich einen Tortenring um den Boden und auf die Innenseite des Rings noch einen Tortenkragen. Dann fülle ich jetzt die Creme hinein und streiche die Oberfläche glatt.
Auf die Creme verteile ich nun die gezuckerten Erdbeerstücke und dann fehlt nur noch der Tortenguss. Für den Guss verrühre ich zunächst den Saft der Erdbeeren mit 4 Esslöffel Zucker und 2 Päckchen Tortenguss zu einer glatten Masse. Danach gebe ich 400 ml Wasser hinzu und bringe den Guss unter Rühren zum Kochen. Sobald der Tortenguss andickt, verteile ich ihn gleichmäßig auf den Erdbeeren, sodass möglichst alle Früchte bedeckt sind. Den Erdbeerkuchen stelle ich dann zum Festwerden in den Kühlschrank und serviere ihn, wenn der Tortenguss richtig fest geworden ist. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachbacken und freue mich schon auf eure Kommentare. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Kuchenrezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!